Willkommen zu der Kurzpräsentation meiner Bachelorarbeit mit dem Titel Entwicklung und Evaluation eines Webportals für das Prüfverfahren EasyWebCheck. Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, eine Software zu entwickeln, die die Anwendung und Umsetzung des Prüfverfahrens EasyWebCheck vollständig in einer Websoftware umsetzt und abbildet. Die gemeinnützige Organisation WebAIM veröffentlichte im Februar 2024 ihre aktuelle Zugänglichkeitsanalyse, welche die meistreferenzierten Websites der Welt auf ihre Barrierefreiheit hin untersucht. Laut der Auswertung haben 95,9% aller Websites zum Zeitpunkt der Erhebung nach wie vor messbare Barrieren. Zur Sicherstellung und Bewertung von Barrierefreiheit wurden spezifische Prüfverfahren entwickelt, wie unter anderem der EasyWebCheck. Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Prüfverfahren, welches Laien ermöglichen soll, erste Barrieren auf Websites finden und kommunizieren zu können. Die Prüfschritte des Prüfverfahrens haben wir in unsere Software integriert. In der Vorbereitung haben wir ein bestehendes System gesichtet und bewertet. In einer Konzeptionsphase haben wir die Zielgruppe der zukünftigen NutzerInnen definiert, eine Anforderungsanalyse an die Software erstellt, die Anforderungen priorisiert sowie eine Informationsarchitektur daraus abgeleitet. Aus dieser Informationsarchitektur konnten wir einen Designprototypen erstellen. Für die Implementierung der Software entschieden wir uns für das Framework Next.js für das Frontend sowie Node.js für das Backend. Ein Autosampler, welcher automatisiert Stichproben von Unterseiten einer Webseite finden und in das Projekt integrieren soll, haben wir als Microservice implementiert. Dieser Autosampler baut auf der Arbeit von Sander Harkins auf. Validiert haben wir die Software über eine Pilotstudie, in welcher wir qualitative Nutzertests mit 5 Personen durchgeführt haben, sowie dem Abgleich der definierten Anforderungen mit den am Ende umgesetzten Komponenten und Funktionen. In unserer Software haben wir erfolgreich eine Startseite implementiert, auf der eine Website-Prüfung als Projekt angelegt werden kann. Ein Projekt hat jeweils eine Unterseite, in welcher prüfende Personen hinterlegt werden können. Diese Prüfpersonen können innerhalb von Prüfschritten referenziert werden. Zudem hat jedes Projekt eine Ergebnisseite, welche die komplette Übersicht über alle Stadien der Prüfschritte hält, sowie eingetragene Fehler, die gefunden wurden. In jedem Projekt können die Prüfschritte des EasyWebChecks bearbeitet werden. Dieses Prüfverfahren ist standardmäßig eingestellt. Die Software bietet die Möglichkeit eines Expertenmodus, wodurch die Prüfschritte um die EN 301549 erweitert werden. Für jeden Prüfschritt kann eine eigene Prüfung abgelegt werden. Hierbei kann der Prüfschritt bewertet werden und zudem können gefundene Fehler hinterlegt werden. Die Software bietet außerdem die Möglichkeit, eine Stichprobe an Unterseiten über den Autosampler automatisiert zu erstellen. Unterseiten können aber auch manuell hinzugefügt werden. Wir konnten insgesamt 10 der 13 Anforderungen mit hoher Priorität umsetzen, sowie 11 der insgesamt 21 definierten Anforderungen. Die hoch priorisierten Anforderungen sollten innerhalb dieser Arbeit implementiert werden. Aus Fehleinschätzungen von Aufwendungen und falscher Kalkulation der Zeit konnten wir nicht alle diese Anforderungen umsetzen. Die Nutzertests der Pilotstudie haben gezeigt, dass Nutzende einen Großteil der Anwendungsfälle erfolgreich umsetzen konnten. Außerdem konnten wir erste Hürden und Probleme ausfindig machen. Diese haben wir in Usability und technische Probleme kategorisiert. Positives Feedback zur Software war unter anderem das Design, die Bedienbarkeit und das Farbschema innerhalb der Anwendung. Negatives Feedback kam zu dem Wechsel der Prüfmodi zwischen dem Laien- und Expertenmodus, zum Formular für die Authentifizierung beim Öffnen eines Projekts sowie dass insgesamt sehr wenig Hinweise und Erklärungstexte angegeben wurden. Mit den Ergebnissen dieser Arbeit können wir sagen, dass wir größtenteils erfolgreich eine Software für das Prüfverfahren EasyWebCheck erstellen konnten.